Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Es wird immer wieder die Frage gestellt, was wird denn jetzt eigentlich transferiert? Und ganz einfach, wir müssen warten, bis die offizielle Ankündigung kommt, beziehungsweise die Liste. Vorsicht, das, was ich euch heute zeige, ist die Liste vom letzten Jahr. Die habe ich aber seit einem Jahr nicht mehr gezeigt und deswegen, weil hier steht, It will be similar to the last transfer of FWC. Here's a brief list. Dann nennt sie hier ein paar Beispiele. Ist überhaupt nicht abschließend. Manche Sachen werden hier überhaupt nicht genannt. Und wie gesagt, wir gucken nochmal ein paar Items nach in der Liste vom letzten Jahr. Wirklich wichtig. Das ist die Liste vom letzten Jahr, nicht die aktuelle. Aber so eine ähnliche Liste wird wahrscheinlich dieses Jahr wieder veröffentlicht. Also sie sagen ja, es wird ähnlich sein wie letztes Jahr. Also vermutlich wird wieder so eine Liste veröffentlicht. Ob in der Liste selbst alles gleich ist, ja, das ist noch abzuwarten, aber grundsätzlich kann man wohl davon ausgehen, dass es halt sehr ähnlich sein wird, vielleicht mit minimalen Unterschieden. Aber lesen wir uns schon mal die Sachen durch, die hier auf jeden Fall bestätigt werden. Wie gesagt, ist leider nicht abschließend. Penya wird nicht transferiert. Das war erst gestern wieder Thema, warum das so ist, wie es ist. Ja, muss man einfach akzeptieren. Ich denke mal, es ist auf jeden Fall logisch, dass Penya nicht transferiert wird. Transferred items will keep all their attributes. Gut, das ist jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, warum zum Teufel sollte das nicht so sein? Also das ist irgendwie so ein weirder Punkt, aber ja. If any item has level down or alternative upgrade effects applied, but is not transferred, a scroll will be given back. Das finde ich auch ganz interessant, weil wer zum Teufel hat Level Down oder Scroll of Upgrade Effekt auf dem Item, das er nicht transferiert, weil er es halt, ja, weil er schon 2 Waffen hat oder so, oder keine Ahnung. Ist irgendwie auch komisch, aber sollte das auf euch zutreffen, kriegt ihr dann die entsprechende Scroll zurück. Finde ich irgendwie auch lustig, dass das so ist einfach. Battle Pass Progress Mission Claim States will be transferred. Also der aktuelle Battle Pass zum Zeitpunkt des Transfers wird 1:1 so übertragen. Also wenn ihr jetzt Level 21 seid, ihr habt es bis Level 15 abgeholt und habt schon diese Woche 800 Punkte gemacht, dann wird das 1:1 so dann übertragen auf zum Beispiel Bodeng. Und ihr könnt dann dort einfach weitermachen mit dem aktuellen Battle Pass Fortschritt, auf dem ihr auf FEC aufgehört habt. Any buff will be transferred if the transfer information of the associated item is not no transfer on the item transfer list. Das ist die Liste, die wir gerade angesprochen haben. Die wir uns heute angucken, jetzt sage ich zum 3. Mal, aber ist wirklich wichtig, ist die vom letzten Jahr. To be announced at a later date. Also die Liste von diesem Jahr. Also letztes Jahr kann ich euch ja sagen, die wurde knapp 4 Wochen vor Ende veröffentlicht. Und zwar im September. Wie gesagt, man muss ja einfach davon ausgehen, dass es so ist wie letztes Jahr. Also wird es wahrscheinlich auch dieses Mal so sein. Erst so Mitte September vielleicht wird es frühestens kommen. Kann früher kommen, theoretisch, aber es könnte auch später sein. Also würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt darauf verlassen. Dann die Garderobe, genau wie sie ist, wird auch einfach transferiert mit allen Items, die sich darin befinden. Das ist halt vor allem nice, was auf dem FEC-Server ja wesentlich günstiger und einfacher ist, an bestimmte Skins zu kommen, dadurch, dass die Drop-Rates ja wesentlich höher sind. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, hier sehr coole, seltene Skins, die man auf den normalen Servern so gar nicht findet vielleicht, oder sind sie zumindest sauteuer, zu bekommen. Und wenn man sie in die Garderobe gepackt hat, dann kann man sie ja quasi mitnehmen. Unbegrenzt auch, also auch 50 Bows zum Beispiel und nicht nur einen. Dann Achievements und Quests werden natürlich transferiert, accountgebundene Achievements werden mit den vorhandenen auf dem transferierten Server, falls dort welche existieren, transferiert. Und da ist aber wichtig, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel 8 Charakter auf dem FEC-Server habt, da haben die ja alle den gleichen Account-Fortschritt sozusagen. Und das wird nur einmal transferiert. Also wenn ihr 8 Charakter transferiert, könnt ihr nicht alle 8 den Fortschritt mitnehmen, sondern es wird nur einmal transferiert sozusagen. Genau. Also es wird nicht addiert. Das ist eigentlich das, was sie damit sagen wollen, genau. Und dann Party, Gilden, Friendlist wird nicht transferiert. Also Gilden werden generell gelöscht, Partys obviously auch und die Freundesliste auch. Und das sind schon die eigentlich Infos, die wir haben. Mehr ist es eigentlich nicht unbedingt. Also es gibt noch ein paar zusätzliche Sachen, die aber eigentlich ziemlich klar sind. Und zwar ist es ja eh klar, ausgerüstete Waffen, Rüstungen, Schmuck wird alles übernommen, genau wie letztes Jahr. Und alles, was FEC-related ist, quasi auch Waffen, Rüstungen, Schmuck. Wobei Schmuck, es gibt dieses Jahr eigentlich keinen FEC-related Schmuck, ne?
Vergesse ich gerade was? Nee, eigentlich nicht. Also das hätten sie eigentlich rauslöschen müssen, weil es gibt überhaupt keinen FEC-related Schmuck, aber ist ja egal. Jedenfalls, das wird auf jeden Fall übernommen. Und FEC Cosmetics such as Special Titles, die werden auch übernommen, verlieren aber ihre Effekte. Genau, dann, ja, wie gesagt, gibt es halt eine Liste. Dann Soul-Linked oder Account-Linked, also sehengebunden oder Account-gebunden. Also das ist grundsätzlich so, dass die meisten Items Account-gebunden sein werden. Aber es kommt halt wirklich darauf an, welche Items jetzt im Speziellen. Also die Massen-Items, die sollten eigentlich sehengebunden werden. Und vor allem die Equipment-Items Account-gebunden. Also Power-Ups und generell Cash-Up-Items. Ich meine, es ist literally eine Kategorie Cash-Up-Items und darunter fallen dann 500 Items. Aber grundsätzlich ist es halt eine Kategorie und die ist letztes Jahr zumindest sehengebunden gewesen. Genau, und das müsste es eigentlich auch schon fast gewesen sein. Genau, Karten im Equipment, die bleiben natürlich. Die Garderobe wird übertragen. Personal Housing Items bleiben auch, wie sie sind. Das sind eigentlich alles so klassische, logische Sachen. Und danach wird eigentlich alles nochmal wiederholt, was wir schon gelesen haben. Also wie gesagt, das war es dann eigentlich auch schon. Und wie gesagt, dann wird dieses Dokument hoffentlich bald veröffentlicht, in spätestens 2 Monaten. Ich meine, jetzt haben wir schon fast August. Also lange wird es nicht mehr dauern. 5, 6 Wochen vielleicht, bis diese Liste, naja, wie gesagt, Mitte September hoffe ich mal, dass es sein wird. Und ihr seht schon, das sind 59 Seiten PDF. 59 Seiten und da müsste eigentlich literally jedes Item drauf gelistet worden sein, das quasi damals existiert hat. Jetzt sind es natürlich wesentlich mehr Items, also jetzt sind es wahrscheinlich mindestens 65 Seiten, weil ein neues Equipment dazugekommen ist. Viel mehr CS-Sets gibt es jetzt und so weiter, also es sind einfach mehr Items geworden, ist ja klar. Ist ja ein Jahr vergangen, da kommt natürlich einiges hinzu. Und ja, wir können jetzt hier theoretisch alles eingeben. Also ich habe mir jetzt so ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir auf jeden Fall mal kontrollieren wollen. Genau, ich habe jetzt hier Fox gesucht, aber ich wollte nach Cage suchen, also nach Pets einfach generell. Weil Pets so eine Sache ist, die haben sie hier, wenn ihr jetzt gerade aufmerksam mitgelesen habt oder aufgepasst habt, Pets wurden hier nicht ein einziges Mal erwähnt. Natürlich, wie schon gesagt, grundsätzlich heißt es, es orientiert sich am letzten Jahr, aber halt auch wieder so, es hat halt beides. Es hat halt einmal so ein, es ist eigentlich wie letztes Jahr, aber es könnte trotzdem etwas anders sein. Und das heißt, alles, was jetzt hier noch nicht abschließend gelistet wurde, könnte theoretisch anders sein. Die meisten Leute und auch ich gehen natürlich davon aus, dass es nicht anders sein wird. Pets übertragen wäre schon ziemlich unfair, muss man einfach sagen. Deswegen wird das höchstwahrscheinlich nicht passieren. Lediglich die CS-Pads werden halt übernommen, aber die normalen Pads, wie ihr hier sehen könnt, die stehen hier alle mit No Transfer drin. Ist davon ausgehen, dass es so wieder sein wird, aber leider kann man sich hier noch nicht 100% sicher sein, aber man sollte einfach davon ausgehen. Also bei allen Sachen, die nicht sicher sind, sollte man einfach davon ausgehen, dass es wie letztes Jahr ist. Dann bei den Protects, da haben wir uns jetzt auch schon ein paar Mal drüber unterhalten. Oh mein Gott, ich kann nicht schreiben. Bei den Protects haben wir uns jetzt auch schon ein paar Mal drüber unterhalten. Low-S-Project werden natürlich nicht transferiert, aber was ist mit den anderen Products? Und ich dachte persönlich tatsächlich, dass es damals eine Unterscheidung gab, ob die Products transferiert werden oder nicht. Also auch abhängig davon, ob sie quasi, also welche Herkunft sie haben. Und scheint aber tatsächlich, also zumindest in der Liste hier, nicht ersichtlich gewesen zu sein. Also auch das ist so eine Sache, wo man wahrscheinlich im Zweifelfall wirklich nochmal nachfragen sollte. Aber Protection Scroll Select Box oder als Mating Box, whatever, die und alle Products müssten eigentlich übertragen werden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es letztes Jahr hieß, ich habe es leider gerade nicht gefunden auf die Schnelle, dass die Products von Violets zum Beispiel nicht übertragen werden. Hier steht aber Always Transferred. Wie gesagt, so ein kleiner Widerspruch in sich. Das heißt, das deckt jetzt hier diese Liste tatsächlich leider nicht ab. Genau, dann haben wir, wie gesagt, grundsätzlich noch Equipment. Also das ist ja eh klar. Wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, sagen wir Bloody Axe angucken, steht hier, und das ist bei jedem Equipment so dabei, if equipped in the Inventory Equipment View, wenn die FWC Server closes. Also das ist die Bedingung dafür, dass es transferiert wird. Und das bedeutet, für alles Equipment, also die Bloody Axe steht jetzt hier stellvertretend, wenn ihr es ausgerüstet habt, wie wir gerade auch schon gesagt haben, wurde es übertragen und wird es diesmal auch übertragen. Aber ihr müsst es ausgerüstet haben. Also euer Blade muss diese Axt tatsächlich in der Hand halten. Wenn sie im Inventory liegt, wird sie gelöscht. Und das gilt für alles Equipment, Schmuck, CS, Cloak, alles.
Alles vom Equipment-Fenster im Endeffekt. Und also hier steht ja Equipment, Inventory, Equipment View, also das ist einfach das Fenster eures Charakters über dem Inventar, also eure ganzen Ausrüstungsslots. Alles, was da drin ist, wird grundsätzlich übertragen. Alles, was nicht dort drin ist und Equipment ist, wird grundsätzlich gelöscht. Ausnahme natürlich, FWC, jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Items hier kommen. Was, 2765? Ach so, oh mein Gott, ja, weil das hier in der Beschreibung steht, ne? Oh Gott, ja gut, okay. Ja gut, dann geben wir einfach mal Lipin ein. Da müsste dann eigentlich nur... Ach so, ja gut, okay, nochmal, das gibt jetzt hier erst jetzt zweimal. Wait. Ach so, das ist ja die Liste vom letzten Jahr. Oh mein Gott, ja, ich bin lost. Wir müssen das andere eingeben. FWC Gold müssen wir eingeben. So, sorry. My bad. Das ist ja die Liste vom letzten Jahr. Da gab es doch keine Lipin. Genau, also das waren jetzt die Items vom letzten Jahr. Die heißen jetzt halt anders, beziehungsweise sind halt einfach andere Items. Aber die grundsätzliche Bedingung, wie wir gerade schon gelesen haben, ist ja die gleiche mit dem FEC-Equipment. Und hier war es einfach so, always transferred. Das heißt, Leute, die sich ein goldenes Equipment eintauschen, haben halt den Vorteil, dass sie 2 Equipments mitnehmen können. Weil ihr seht schon, FEC Jojo wird immer transferiert, auch wenn es im Inventar liegt. Es muss nicht ausgerüstet sein. Und das heißt, das ist wahrscheinlich das, was alle Leute im High-Level machen werden, im Endgame machen werden. Sie werden sich eine Hernes-Waffe ausrüsten. Zusammen wahrscheinlich mit dem Wild-Set werden sie ausrüsten. Und das goldene FEC PvE-Set und die goldene Luzakas Crystal-Waffe, die lassen sie im Inventory. Und so können sie beide Sets, beide 150er Sets und beide DPS-Waffen für 150 alles übertragen, ohne dass sie irgendwas verlieren. Und sie haben dann halt beide Sets, beide Waffen, alles am Start. Und das geht. Und das ist actually ziemlich cool, muss man sagen. Weil es halt einfach die Möglichkeit ergibt, vor allem halt jetzt, wo es halt diese 2 unterschiedlichen Typen gibt. Das ist die eine, die AOE-fokussierte Variante mit Hernes und 150 PvE. Und die 1v1-orientierte Variante, also geht jetzt natürlich nicht für jede Klasse, aber für die meisten, mit Luzakas Crystal Gold plus White Set. Wobei, jetzt habe ich es gleich... egal. Auf jeden Fall geht beides, ihr wisst es. Also die goldene Version müsst ihr nicht ausgerüstet haben. Ich habe es gerade durcheinander gebracht, aber egal. Und die Hernes-Waffe und das nicht goldene Set, das könnt ihr quasi ausrüsten. Also ist eigentlich ziemlich cool und trifft sich halt hier, wie gesagt, perfekt. Genau, dann haben wir das. Dann Pets haben wir auch schon. Und ja, dann Products habe ich jetzt gerade einzeln angeguckt. Wie gesagt, das mit den Violets. Ich weiß nicht mehr, wo das stand. Ich habe es leider echt nicht gefunden. Wie gesagt, es werden eh noch Announcements kommen, aber Products von Violets sollten eigentlich nicht übertragen werden. Ist, wie gesagt, aus der Liste leider nicht mehr ersichtlich. Da gab es irgendwann mal ein Announcement, aber ich habe es einfach nicht gefunden. Genau. Und ja, wie gesagt, jetzt können wir einfach hier Upcutstone eingeben. Der müsste ja eigentlich bei den ganzen anderen Sachen dabei sein. Genau. Hier ist es jetzt so bei den Power-Ups, da steht auch Always Transferred. Und das war halt etwas, was letztes Jahr auch bis zum Schluss eigentlich nicht klar war. Da konnte man auch der Mod-Mail schreiben und auf dem Discord nachfragen. Und es wurde leider trotzdem nicht wirklich erklärt oder beziehungsweise nicht definitiv gesagt, wie es ist. Und das war ein bisschen schade. Aber am Ende kam dann raus, tatsächlich Power-Ups und so wurden alle übertragen. Also auch wenn sie zum Beispiel sehengebunden aus dem Battle Pass oder aus Events kamen, wurde das übertragen. Auch die Penya Power-Ups aus dem Cash-Shop. Also man kann sich ja für Penya zum Beispiel Low Upcut Stone aus dem Cash-Shop kaufen. Also hier stimmt das tatsächlich mit dem Always Transferred. Anders als bei den Products, wie gesagt. Bei Products ist es minimal anders. Oder, wie gesagt, sollte es sein. Und bei den Power-Ups oder generell bei Cash-Shop-Items ist es halt so, dass die eigentlich immer übertragen werden. Also da gibt es eigentlich keine Unterscheidung. Zumindest gab es dies letztes Jahr nicht. Und von dem her müsste das halt dieses Jahr eigentlich auch wieder so sein. Das ist der einzige Sonderfall, ist halt Low-S-Product. Die werden auf jeden Fall nicht übertragen. Und halt alle Products, die von Violets kommen. Da sollte man auch extrem vorsichtig sein. Also wenn ihr vorhabt, Products mitzunehmen im großen Stile, gut, bei sehengebundenen erübrigt sich ja eh, die könnt ihr eh nicht verkaufen. Aber bei den ungebundenen solltet ihr halt auf Nummer sicher gehen und jetzt schon mal gucken, dass ihr nur Products in Massen sammelt, die halt auch wirklich aus dem Cash-Shop sind. Wie man das macht, ist ganz einfach. Man hat ein Product von einem Violet, markiert das als Favorit oder whatever, und dann alle Products, die man kauft, kontrolliert man einfach mit diesem einen Violet-Product, ob das mit denen stackt oder nicht. Ja? Und dann sieht man direkt, sind das jetzt Violet-Products oder sind das nicht Violet-Products? Und das ist es im Endeffekt. Und wenn es halt Violet-Products sind, dann muss man sie halt benutzen oder wiederum verkaufen und sich andere kaufen. Oder wie auch immer man es macht, ist ja egal. Aber so ist im Endeffekt das Vorgehen.
Und ja, wie gesagt, so eine Liste wird es dieses Jahr halt auch wieder geben. Vielleicht mit minimalen Unterschieden, aber ich denke mal zu 90% Minimum wird die wohl ähnlich sein. Und ja, was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, aber das hat sich ja eigentlich oder sollte sich ja eigentlich selbst erklären, alle Drop-Items und alle Generic-Items werden grundsätzlich nicht übernommen. Ja, also das betrifft jetzt vor allem so Daily-Gedöns, Food und Blinkwings und halt alles, also literally alles, was man von normalen Monstern droppt. Also, selbst wenn ihr jetzt alle Bloody-Waffen habt, selbst wenn ihr alle Hernes-Waffen habt, alle Luzagas Crystal-Waffen, wenn ihr das im Inventar habt zum Zeitpunkt des Transfers, wird es alles gelöscht. Weil, wie gesagt, nur FEC Gold Equipment wird übertragen, wenn ihr es nicht tragt. Und ansonsten, wie gesagt, wird alles eigentlich gelöscht. Also im Endeffekt kann man es wirklich so pauschal sagen, Drops und generelle Items werden grundsätzlich gelöscht. Und alles, was aus dem Cash-Shop ist, also alle Power-Ups, alle Products und Power-Ups, wie gesagt, der Sonderfall, da wirklich alle Power-Ups, nicht nur direkt aus dem Cash-Shop, sondern wirklich einfach alle Power-Ups, wird eigentlich übertragen. Also es ist eigentlich, kann man das wirklich so in Kategorien mit ein paar Worten erklären. Aber wie gesagt, die Nachfragen danach kommen fast jeden Tag, genau wie letztes Jahr. Und jetzt dachte ich mir, mache ich einfach nochmal eine Updated-Version von dem letzten FAQ-Video, weil wir seitdem auch nichts mehr gehört haben. Ich weiß gar nicht, wann haben die das gepostet. Das war, glaube ich, relativ früh. Das war am 3. Juni, ja, ist schon fast 2 Monate her, 2 Wochen nach Serverstart. Und seitdem kam zu dem Thema gar nichts mehr. Wie gesagt, die Liste wird wahrscheinlich auch erst in über einem Monat kommen. Und von dem her dachte ich mir, naja, komm, dann gucken wir uns einfach nochmal die Liste vom letzten Jahr an. Und ja, das war es im Endeffekt, was ihr so grundsätzlich wissen solltet. Und wie immer sage ich damit, danke vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut rein und ciao, ciao.